Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Pavilion, wie man auch im Bild sehen kann, und zwar ein 17CD. Ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt, aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung finden wir auf der Rückseite, und zwar ist die in dem Fall hier unten und so super schwer zu lesen, dass ich die euch jetzt hier mal einblende. Und mit dieser Nummer findet ihr auch die Ersatzteile bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, einen PH0. Und ja, ich habe die Schrauben jetzt schon mal gelöst. Und da ist eigentlich nur zu beachten, die 4 langen sind die oberen, die 4 kurzen die unteren. Die sollte man dann einfach getrennt aufbewahren. So, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Da müssen wir dann nämlich rein, um eine Öffnung zu schaffen. Hier sieht man das zum Beispiel ganz gut. Und ja, aufpassen muss man eigentlich nur hier oben. Da ist die Verbindungslinie. Und jetzt könnte man denken, die geht hier weiter, tut sie aber nicht. Die ist eigentlich hier oben am Gerät zu sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und der ist in diesem Fall direkt mit dem Mainboard verbunden und das heißt, wir nehmen den direkt komplett raus. Dafür müssen wir diese Schrauben hier lösen und dann kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gehäuse rausnehmen. So, was sehen wir hier noch?
Wir haben hier unten eine 2,5 Zoll HDD. Direkt darüber ist die SSD. Dann haben wir hier noch das WLAN-Modul. Hier sehen wir die RAM-Slots, wobei der obere in dem Fall nicht belegt ist. Dann haben wir hier noch die Lüfter und den Heatsink, der GPU und CPU kühlt. Hier können wir noch das Touchpad sehen, das man in dem Fall auch einzeln tauschen kann. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann noch das Kabel trennen. Das ist in dem Fall mit einem Kippstecker verbunden, den muss man erst nach oben klappen. Dann kann man das Kabel rausziehen. Also unbedingt in dieser Reihenfolge. Und ja, beim Wiederverbinden kommt das Kabel bis zu dieser Markierung wieder in den Stecker. Den kann man dann wieder nach unten klappen und dann hat man das erledigt. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Und dann springt er einem förmlich schon entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen und umgekehrt einfach wieder genauso reinstecken und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die SSD. Um die zu tauschen, muss man diese Schraube hier rausnehmen. Und ja, die ist in so einer kleinen Hülle noch mit drin. Die kann man einfach abnehmen und die SSD dann rausziehen. Und dann ja, kann man die umgekehrt wieder einstecken. Legt die Hülle drüber und muss nur noch zuschrauben. Die Lüfter kann man bei diesem Gerät nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Und man kann hier sehen, da gibt es so eine kleine Blechabdeckung, die man vorher abnehmen muss. Und auch die Plastikabdeckungen hinten muss man auch abnehmen. Und dann kann man den Lüfter an sich rausschrauben. Die Kabelverbindung hier lösen und mit dem gesamten Heatsink zusammen austauschen. Die HDD kann man super einfach austauschen. Dafür muss man nur die Schrauben hier lösen und dann kann man die einfach von dem Stecker hier abziehen. So, den Akku wieder zu verbinden ist denkbar einfach. Den muss man einfach nur in das Gehäuse wieder einlegen, ein bisschen nach unten auf den Stecker drücken und ja, dann nur noch wieder festschrauben. Die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.